meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Hallo, und ich bin Michael, ich bin der Fahrer von diesem schönen Auto, den ich im Motorsport bewege, und freue mich, dass der Jürgen die Reparaturen so schön begleitet und vor allen Dingen alles sehr gut weiß, wie man das handhaben muss. Wir wechseln heute an diesem Auto die Zahnräder im Tacho. Das ist ein typisches Problem beim 944er. Ihr werdet jetzt sagen, da gibt es ja schon genügend Videos dazu, aber all die Videos, die es bis jetzt gibt, beziehen sich nur auf Modell 90 und früher. Und beim 91er sieht das alles ganz anders aus, deswegen ein neues Video. Ersatzteile für solche Reparaturen findet ihr bei der Firma Partworks. Der Katalog von Partworks wird jedes Jahr umfangreicher. Ihr seht, ihr findet sehr viele Teile für klassische Porsche. Bei so einem Ringtool ist natürlich kein normales Lenkrad verbaut, sondern so ein hübsches Sportlenkrad. Jetzt müssen wir das erstmal demontieren, dass wir da mit der Verkleidung vorbeikommen. Da müsst ihr den Hubknopf so langsam mit den Fingernägeln abarbeiten und dann könnt ihr ihn gerade so abziehen. Dann müsst ihr das Lenkrad losmachen, 24er Stecknuss wie immer. Dann, wenn es mal los ist, geht alles ganz einfach. Dann haben wir erstmal die Mutter. Dann geht es ans Magnetangeln, weil nämlich da liegt eine Unterlagscheibe drauf, die sucht er jetzt mit dem Magnet hier hinten raus. So, dann könnt ihr das vorsichtig mal abnehmen. Ich glaube, hier in dem gibt es noch eine Masseverbindung. So, dann könnt ihr das Kabel da hinten ausfädeln und das sieht man jetzt, was das war. Das war nämlich ursprünglich der Airbag-Kontakt, der hier blind geschlossen ist. Dann können wir hier die Verblendung mit den 4 Kreuzschlitzschrauben wegmachen. Dann nimmt er das am besten aus dem Gummi, den Gummi könnt ihr gerade drin lassen. Der stört jetzt nicht, dann tun wir ein bisschen runterdrücken und dann passt das. Als nächstes müssen wir die Blende hier ausbauen und die hat hier unten 3 Schrauben. Im Gitter drin sind weitere 3 Schrauben und 2 Schrauben sind von unten. Ich beginne mal mit den von unten. Das sind alles nur so Blechschräubchen. Jetzt immer aufpassen, auf dass ihr die originalen Unterlagscheibe rettet, die sind ziemlich teuer. Hier unten sind die konkaven Scheiben drunter. Zu passende spiegelbildliche Schraube ist genau auf der anderen Seite. Ja, die hatten original nur diese kleinen runden Unterlagscheiben. Hier unten ist eine weitere Kreuzschlitzschraube. Oben die dazu passende. Okay. Da ist noch die letzte Schraube. Da haben wir sie. Dann könnt ihr die Blende hier so rausziehen. Da unten wird es eng am Lenkrad, deswegen haben wir das Lenkrad auch ausgebaut. So, was jetzt hier hängt, weiß ich nicht. Jetzt kommt's. Und raus mit dem Teil. Das Kombi-Instrument selbst hat hier 4 Schrauben. Und die anderen 2 sind symmetrisch dazu, da müsst ihr besonders aufpassen, dass die nicht in den Abgründen des Porsches verschwinden. Also gleich ein Magnet dran. Das war die eine. Und die müsst ihr wieder gut sehen in der Kamera. Gut. So, jetzt müsst ihr das Kombi-Instrument hier ein Stückchen nach vorne ziehen. Und dann müssen wir die Steckverbindungen einzeln wegmachen. Ihr seht, die haben immer solche Haken. Und die Haken müsst ihr bis auf parallel ziehen. Also die werden so, den ziehen wir jetzt zu uns und dann luft schon die Stecker raus. Ich zeige euch das nachher nochmal im ausgebauten Zustand. Im eingebauten Zustand stehen die so und zum Lösen müsst ihr die wegdrücken auf beiden Seiten. Und dann könnt ihr den Stecker gerade so rausnehmen. Es geht verdammt eng zu. Und hier haben wir nochmal eine dritte Steckverbindung. Auch hier wieder die Laschen nach außen drücken
Und dann fällt der Stecker im Prinzip von mehr oder weniger von alleine runter. Jetzt haben wir es. Und damit haben wir das Kombi-Instrument aus dem Fahrzeug. Das war's schon. Um das Kombi-Instrument nun zu zerlegen, müsst ihr die 9 äußeren Schrauben hier rausnehmen. Immer schön reihum die Schrauben raus. Jetzt kommt die erste Abweichung zu den anderen Anleitungen. Und zwar macht ihr jetzt die 4 Schrauben mit dem Schlitzkopf hier auch gleich lose. Und auch gleich ausdrehen. Jetzt könnt ihr das Kombi-Instrument vorsichtig so abnehmen. Und der Vorteil von der Methode, der Tacho ist jetzt schon los und ich muss jetzt nicht mehr dies auf die Nadeln legen und hinten rausnehmen, sondern ich kann jetzt auch gleich den Tacho hier rausziehen. So, da hängt immer sein Magnet wahrscheinlich. Irgendwie will der nicht. Und das war er. Beim Ausbau müsst ihr darauf aufpassen, dass ihr die Ringe nicht verliert. Also einen habe ich schon in der Hand und der andere muss jetzt da unten noch drin liegen. Okay. Im Gegensatz zum Tacho bis Modelljahr 90, wo man jetzt die Nadel und das ganze Ziffernblatt demontieren müsste, reicht es hier, den Motor von der Seite abzubauen. Das heißt, ich mache jetzt einmal die Platine hier runter. Könnt ihr ganz leicht abziehen, halt aufpassen, dass euch das Ding nicht bricht. Und der Motor hat nur 2 Kreuzschlitzschrauben. Eine hier und eine hier. Außen abnehmen. Und wir sind schon an den Zahnrädern dran. Nämlich viel einfacher wie bei dem alten Modell. Wenn jetzt was defekt wäre, müsste jetzt hier ein Zahnrad gebrochen sein. Aha, und ihr seht, hier fehlt der Zahn. Die Teile, wo ich jetzt ausgebaut habe, die 2 Zahnräder, kauft ihr am besten gleich zusammen. Man weiß nämlich nie, ob es das große oder das kleine ist. Und dann macht man das auf einmal und es ist wieder 30 Jahre gut. Partworks, ihr wisst ja, the parts work and your legend runs. Müsst ihr erstmal den Bausatz entsprechend zusammensetzen. Ihr seht, der dünne Ansatz vom Zahnrad ist hier oben. Es kommt also so rum rein. Den Anker gut kontrollieren, dass das alles sauber ist. Das alte Fett könnt ihr wegwischen. Die neuen Zahnräder sind nach Auskunft von Partworks selbst schmierend. So, und dann kommt es hier drauf. Orientierung, so. Und dann wird es wieder zusammengeschraubt und gut ist. Schauen, und jetzt ist es drin. Perfekt, sieht gut aus. Dann machen wir zuerst mal ein Schräubchen rein. Und ihr wisst ja, bei sowas immer erstmal rückwärts drehen, bis die Schraube klickt. Jetzt hat sie geklickt und dann geht sie ganz leicht in das alte Gewinde rein. So, hier oben kommt die zweite rein. Gerade mäßig anziehen, das ist Uhrmacherei. Da müsst ihr nicht fürchterlich drücken. Leider ist das nicht das einzige Problem, wo so einem Tacho geschehen kann. Es gibt auch elektronische Probleme. Deswegen gehen wir jetzt noch auf den Prüfstand und schauen, ob der Tacho elektronisch auch funktioniert. Wie man so einen Teststand aufbaut, habe ich euch schon mal in einem Video zum 911G Modell gezeigt.
Das könnt ihr euch jetzt anschauen. Ich verlinke es mal in den nächsten Sekunden. Die Signale sind absolut identisch, wo man braucht, und auch die Counts pro Kilometer stimmen fast überein. Das heißt, ihr könnt das Testgerät vom 911G direkt für den 944 übernehmen. Mein selbstgebauter Rechteckgenerator erzeugt nun die Pulse, wo man braucht, um den Tacho anzufahren. Tacho ist schon unter Spannung. Die Ankupplung ist in einem anderen Video erzählt. Dann gehe ich mal da drauf und der Tacho läuft. Und zählt keine Kilometer. Und hier sehen wir, warum es geklemmt hat. Da haben wir doch den Zahn von dem Zahnrad noch irgendwo drin gehabt. Also immer gut ausblasen. Das ist das A und O bei dieser Reparatur. So, jetzt läuft alles zufriedenstellend und wir fahren mit einer Porsche-typischen Geschwindigkeit. Für die Nullstellung wird dies hier im Instrument von einem Magneten gezogen. Ich mache das jetzt mal per Hand. Jetzt bin ich wieder auf Null und dann zickert er wieder los. Nachdem jetzt alles getestet ist, machen wir das Zeug wieder langsam zusammen. Hier müsst ihr auf die Bolzen der Platine, da muss das Kabel so schön an der Seite geführt werden. Und auf die zwei kommen jetzt die Gummiringe. Nicht auf den, sondern nur auf die zwei. Dann setzt ihr den Tacho vorsichtig von oben ein und der Rücksteller muss hier in seine Führung am Elektromagnet einrasten. Und dann immer ein bisschen spielen mit Geduld, dass der schön in die Steckverbindung geht. Mit ein bisschen Spielerei geht das Ding wieder rein. Jetzt sitzt er. So, jetzt müsst ihr das richtig rum einführen. Die Wandleuchten sind hier oben, das seht ihr hier bunt. Und die drei Leuchten gehen hier in die Kanäle von den Lichtleitern. Und dann setzen wir das einmal nur vernünftig rein, so dass wir wieder links und rechts anstehen. Und dann haben wir es. Michael schraubt seinen hübschen Tacho wieder zusammen. So, einmal außen rum und das passt alles. Die 4 Schlitzschrauben kommen natürlich auch wieder in ihre Position. Und schön vorsichtig sein, dass der Schraubendreher nicht abrutscht. So, das war die letzte. Fertig. Müsst ihr jetzt ganz nach außen machen, dann müsst ihr die Steckverbindungen ansetzen. Die haben Führungen. Jetzt bin ich drauf. Und jetzt, wenn sie sich reinziehen, ziehen sich die Haken jetzt in der Mitte. Und jetzt sitzt der Stecker. Dann nochmal in der Mitte nachdrücken, der sitzt. So, dann kommt das Instrument rein. Schon mal die zweite Steckverbindung drauf machen. Und schön diese Hebel, jetzt sieht das richtig. Die müssen genau in der Mitte sein und die Steckverbindung reingerastet. Drin ist es. Und jetzt müssen wir die letzte Steckverbindung hier noch drauf kriegen. Jetzt ist er gut. Dann kommen die 4 Schrauben vom Kombi-Instrument wieder rein. Mal erst alle ansetzen und dann sehen wir weiter. Gut. Da oben sind natürlich auch wieder die 4 Schrauben. So, und das war die letzte. Jetzt könnt ihr das ein bisschen ausrichten. Sitzt schon ganz gut. Dann die 4 Schrauben anziehen. Bevor wir jetzt die Blende aufsetzen, müssen wir darauf achten, dass der Rücksteller genau in seiner Position ist, weil hier drückt der kleine Stößel drauf, den wir in der Blende drücken können. Okay. Dann setzt ihr die Blende wieder vorsichtig von vorne an. Da muss sie drüber, da oben muss sie rein. Allmählich. So, dann machen wir die Schrauben hier rein. Eine mal hier, das war die mit der konischen Scheibe. Die zweite hier.
Gut so. Dann müsst ihr die wieder in die Blende einsetzen. Das ist eine ganz heikle Nummer. Darf euch jetzt keine runterfallen. Okay, die ist drin. So, immer erst einsetzen und dann andrehen. Da reicht noch. Okay. So, dann kommen die ganzen Teile hier wieder drauf. Da müsst ihr hinten rein. So, so sieht es gut aus. So wird es. Und dann gibt es 4 Schräubchen. Und dann schauen wir mal, ob wir da Löcher finden. Ah ja, eins haben wir schon. Hier müsst ihr immer schauen seitlich, dass diese Gummiteile schön hinter die Hebel greifen. Sonst sieht es nachher unschön aus. So, dann zieht ihr die alle schön nochmal an über Kreuz. Das war es dann eigentlich schon. Dann wird das Lenkrad eingesetzt. So, dann fädelt er den Kontakt wieder da hinten rein. Irgendwo muss der halt im Lenkrad verschwinden. So. Dann kommt das Lenkrad mittig drauf, wir hatten es auch mittig abgenommen. Okay, perfekt. Die Scheibe hängt da jetzt so auf den Magnet und versucht die innen auf die Schraube drauf. Jetzt ist sie drauf, perfekt. So, dann ziehen wir mal das Leitliche an. Wir müssen ja erst noch eine Probefahrt machen und schauen, ob es noch mittig steht. Mittlerweile haben wir eine Probefahrt gemacht. Die Mittelstellung des Lenkrads stimmt noch, haben wir also wieder richtig draufgesetzt. Jetzt müssen wir es noch mit Drehmoment anziehen. Die Schraube bekommt beim 944 45 Newtonmeter und 45. Dann müsst ihr den Hubkontakt hier wieder aufstecken. Da hatten wir ja entfernt gehabt, dass wir da besser beikommen. Und dann sollte das Emblem natürlich schön mittig beim Porsche sitzen. Einfach eindrücken. Und sie sitzt auch wieder. Zündschlüssel. Kurzer Funktionstest. Auch diese Reparatur ist wieder erledigt. Wir sagen euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Michael hat noch ein paar Autos, da finden wir sicher mal wieder eine schicke Reparatur.